Content wie dieses Video hier könnte bald zu 100% KI generiert sein und immer auf eure Bedürfnisse angepasst. Das hier ist ein zu 100% KI generierter Comic. Nicht von mir, aber dennoch spannend übrigens zu lesen. Das hier ist ein Bild, das ich mit Hilfe der KI Midjourney erstellt habe. Es gefällt mir persönlich besser als 99% aller Bilder im Museum. Das hier ist Merch, das ich mit Hilfe von Midjourney erstellt habe. Und das hier ist ein Rap, den wir im Stream zusammen erstellt haben. Ey, das ist doch voll geil. Der Beat ist von der KI Mubert, der Songtext stammt von ChatGPT. Die Stimme wurde mit Uberduck generiert, also alles KI generiert. Erlaubt mir ein letztes Beispiel. Das hier ist Code, der von ChatGPT geschrieben wurde. Und all diese Werke haben eines gemeinsam. Sie gehören irgendwie niemandem, zumindest offiziell. Wir müssen eine Frage klären. Wer darf diese Werke verwenden? Stellt sich raus, dass das eine echt spannende Frage ist. Was ist eigentlich Kreativität? Dazu heute meine Informatiker-Gedanken. Alle dachten bis vor 2 Jahren noch, dass kreative Prozesse das sind, was wir am wenigsten von einer KI ersetzen lassen werden. Körperliche Arbeit wird durch Maschinen ersetzt, Tippen durch die Stimme, Verwaltung durch die Software. Stellt sich raus, dass kreative Aufgaben irgendwie deutlich schneller dran sind. Wenn wir uns zumindest mal Deutschland angucken. Das Problem ist klar, Künstler können nicht mehr von ihrer Arbeit leben. Das bedeutet aber auch in ein paar Monaten oder Jahren, dass Musiker eventuell keine Musik mehr für euch machen können. Schon heute ist es schwer genug, sich mit Mixing oder Mastering durchzuschlagen. Ich habe mit meinem Gesangslehrer gesprochen. Bilder, aber auch Bücher, Comics oder Videos wie dieses hier. Journalistische Texte werden schon seit einer Weile, zumindest teils von einer KI geschrieben. Oder sollte ich sagen, abgeschrieben? Ihr habt die Werke gesehen. Aber lasst mich kurz was zum Urheberrecht aktuell sagen. Wenn ich zum Beispiel programmiere oder ein Bild male, was ihr nicht sehen wollt, oder Skript schreibe für meine Videos oder Musik mache oder irgendetwas erstelle, dann habe ich offiziell darauf ein Urheberrecht. Also ich als Mensch. Ich darf das abgeben, beispielsweise exklusiv und für immer an eine Firma, für die ich zum Beispiel Code schreibe. Oder auch nur temporär. Und auch ohne das Recht, dass der Mieter von diesem Produkt was dran ändert. Beispielsweise, wenn mein Kunstwerk dann ins Museum gestellt wird. Oder ein Designer-Modenstück von jemandem getragen oder von einer Firma adaptiert wird. Lustig wird es jetzt mit künstlicher Intelligenz an ganz vielen Enden. Künstliche Intelligenz oder KI ist eigentlich ein ziemlich billiges Tool. Es gibt 2 Phasen, das Training und das Anwenden. Beim Training von beispielsweise neuronalen Netzen, was wir üblicherweise momentan als KI bezeichnen, habe ich Eingabedaten und Ausgabedaten. Ich gebe meiner KI die Eingabedaten und sie produziert mir Ausgabedaten. Da die KI am Anfang wie ein ungelerntes Baby ist, spuckt sie einfach irgendwas raus. Mal ehrlich, eure ersten Worte waren jetzt auch nicht gerade Elektrolyt-Haushalt-Regulation, oder? Und deshalb sage ich der KI dann, okay, schau mal, ich hätte das gerne so. Und das sind dann also meine Ausgabedaten. Die KI passt jetzt ihre internen Gewichte und Parameter in einem Trainingsprozess an, sodass sie eben das produziert, was ich gerne haben möchte. Das kann ich nun zum Beispiel für Texte machen, indem ich schreibe Hexenküche, Spiegel und Bücher. Und die KI muss mir dann die nächste Zeile von Faust von Goethe ausspucken. Das kann ich aber auch für Bilder machen, für Frage-Antwort-Spiele, für eigentlich alles. Ich schreibe etwas auf und die KI spuckt mir etwas aus und ich sag ihr, ob das genau das ist, was ich gerne haben wollte. Mit der Zeit lernt dann die KI, das auch für die Aussagen zu machen, die ich eben nicht in den Trainingsdaten hatte. Und damit kann sie dann beim Anwenden Inhalte produzieren, neue Inhalte. Das ist derselbe Vorgang, nur dass wir eben nicht wissen, was am Ende rauskommen soll und einfach nur abwarten und das entgegennehmen. Aber woher kommen eigentlich diese Trainingsdaten?
Lass uns das mal für den Fall von Bildern diskutieren. Ich kann ganz explizit sagen, ey Midjourney, mach mir mal ein Bild, das eine verzweifelte Cyborg-Frau allein auf der Straße in einer neonbeleuchteten Cyberpunk-Stadt darstellt. Horror-Setting, blau-rosa filmische Beleuchtung. Fertig. Sieht gut aus. Ich habe hier aber explizit dazu gesagt, bei diesem Bild, dass es bitte im Stil von Yoji Shinkawa und James Jean sein soll. Und hier sehen wir was. Ich kopiere damit im Endeffekt den Stil der beiden Künstler und vermische das in einem Bild, dessen Inhalt ich mir am Ende selbst überlegt habe. Das heißt, die KI, in dem Fall Midjourney, hat auf jeden Fall die Bilder der beiden Künstler in ihren Trainingsdaten gehabt, sonst könnte sie mit den Namen nichts anfangen. Und das ohne, dass die KI eine Lizenz für diese Bilder gekauft hat. Denn genau deswegen werden Midjourney und Stable Diffusion derzeit verklagt. Aber ist die Lage wirklich so einfach? Übrigens ist das natürlich ähnlich auch für die anderen Medien gültig. Uberduck muss die Stimme von Snoop Dogg, von GLaDOS oder von Yoda in ihren Trainingsdaten haben, um diese Deepfakes zu erzeugen. Um Beats zu erzeugen, muss Mubert Beats von zigtausenden Musikstücken eintrainiert haben. Und um Code zu schreiben, muss ChatGPT bzw. GPT-3 von zigtausenden Zeilen Code gelernt haben. Das Lustige ist aber, um euch Beats von Mubert zeigen zu können, muss ich, nachdem ich sie generiert habe auf Mubert, angeben, dass Mubert Co-Autor ist. Ich muss also eine Quelle angeben, aber Mubert muss mir nicht sagen, von wem es Trainingsdaten nutzt. That feels weird, but I'll allow it. Um nun auf diese Sache aufmerksam zu machen, haben einige Künstler ein paar gute Aktionen gestartet. Sie haben Midjourney und Stable Diffusion, also zwei Bildgeneratoren, verklagt, beziehungsweise die Firmen, die dahinter stehen. Das hat aber zwei ziemlich unterschiedliche Ausmaße, denn Midjourney verdient sogar Geld. Die verlangen was dafür, wenn ihr quasi mehr Bilder generieren wollt, als das Gratis-Kontingent zulässt. Klar, die haben auch Rechenleistungskosten und die wollen sie wieder reinholen. Sie machen aber dadurch auch indirekt Gewinn mit den Bildern der Künstler. Doch eigentlich machen sie ja auch Gewinn mit ihrer Eigenleistung, denn sie haben Code geschrieben, der öffentlich im Netz verfügbare Bilder oder ihre Abbilder davon, also zum Beispiel Fotos der Mona Lisa, downloadbare Bilder von urheberrechtlich geschütztem Material und so weiter, einfach runterlädt und dann ins Training einbezieht. Die sind ja überall verfügbar. Stable Diffusion ist sogar noch ein bisschen schwieriger. Stable Diffusion ist offen und jeder kann es runterladen und gratis verwenden. Oh, habe ich da dieses furchtbare Wort mit O wieder gesagt? Ja, jeder kann es runterladen und für sich nutzen. Jeder kann es aber auch verändern, anpassen und vor allem weiter verbreiten. Und das sind all diese Dinge, die man normalerweise in einer Lizenz für Bilder extra bezahlen muss. Das heißt aber leider auch, niemand kann mehr kontrollieren, wer jetzt übrigens das Modell davon besitzt. Potenziell hat jeder auf der ganzen Welt eine Kopie davon. Das Ganze wieder aus dem Verkehr zu ziehen, wird definitiv lustig. Laut einem Urteil ist diese Sache übrigens auch gar nicht so einfach. Denn es kommt laut dieser Einschätzung darauf an, wie komplex eigentlich die Eingabe für die KI war. Ob ich am Ende ein Urheberrecht darauf habe als Ersteller des Kommandos für die KI. Also habe ich im Endeffekt ein Urheberrecht auf meine Eingabe und dadurch auch irgendwie indirekt auf das Bild. Als kleines Beispiel, Cyberpunk Horror, wie das hier, wäre wohl nicht urheberrechtlich geschützt. Auf zwei Wörter kommt wahrscheinlich irgendwie jeder. Das hier könnte schon eher geschützt sein. Tja, aber ich wäre nicht ich, wenn ich das nicht irgendwie auch herausfordern würde, oder? Deswegen wäre ein Abo für diesen Kanal echt großartig. Denn wisst ihr, was lustig ist? Dieses lange Prompt hier wurde mit einer anderen KI, nämlich mit ChatGPT erstellt. Ja, ich habe eine KI benutzt, um ein Prompt für die Bildgenerierungs-KI Midjourney zu bauen. Und dieses Prompt soll dann urheberrechtlich geschützt sein. Oder habe ich dann urheberrechtlichen Schutz auf das Prompt für ChatGPT? Aber dazu habe ich ChatGPT zuvor mit anderen Prompts von anderen Benutzern von Midjourney gefüttert, um ähnliche Prompts zu generieren. Hier wird die Sache so komplex, ich glaube, da möchte niemand drüber nachdenken. Denn ich müsste ja jeden Nutzer im ganzen Internet angeben,
auch wenn die völlig anonym auf Discord sind, und in deren Prompt müsste drin kodiert sein, wer an ihrem Prompt wie viel Prozent Urheberrecht hat, denn die können es ja auch von ChatGPT haben. Und mit jeder Generierung wird es dann noch ein kleines bisschen wilder. Dann steht da zum Beispiel 5% Morpheus, 5% Yoji Shinakawa, 5% James Jean, 5% die Entwickler von Midjourney, 5% dieser random Dude von Discord und so weiter und so fort. Aber halt, es wird noch lustiger. Nach einem Urteil eines US-Gerichts kann auf einem KI-generierten Bild gar kein Urheberrecht angewandt werden. Denn immerhin wurde es von keinem Menschen erstellt und nur Menschen können Urheberrecht ausüben. Denn übrigens auch Tiere haben keinen eigenen Urheberrechtsanspruch. Das wurde in einem Gerichtsurteil für eine Animismus-Künstlerin, also einer Künstlerin, die mit Tieren arbeitet, festgestellt. Also kann ich jetzt jedes KI-generierte Bild einfach für alles nutzen? Könnt ihr beispielsweise dieses Merch einfach kopieren? Genau diese Fragen haben sich ein paar andere Künstler gestellt und haben KI-Kunst von Mickey Mouse erstellt. Das Prompt hier wird auf jeden Fall nicht reichen, um ein Urheberrecht zu bekommen, nehme ich an. Aber Mickey Mouse ist selbst eine geschützte Marke, also zumindest bis Ende 2023. Denn 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, erst dann werden Werke gemeinfrei, sprich jeder kann sie benutzen. Trotzdem, wer hat das Urheberrecht an diesem Bild? Einige Künstler verkaufen diese Werke mittlerweile sogar als Protest, verdienen also Geld mit Bildern von Mickey Mouse. Und plötzlich haben auch solche riesigen Firmen wie Disney ein akutes Interesse daran, die Unklarheiten zu stoppen. Denn Merchandise ist für Disney kein kleines Geschäft, im Gegenteil. Der größte Wert in Produkten wie Star Wars oder gar Pokémon liegt im Wert der Marke und im Verkauf von mehr in dieser Richtung. Eben Merch. Okay, lasst uns noch mal kurz einen Schritt zurücknehmen. Urheberrecht mit KI-Produkten ist ein schweres Thema, aber wie sieht es denn eigentlich mit unserem eigenen Urheberrecht aus? Lasst uns hier mal zur Musikindustrie blicken. Nehmen wir an, ich bin Sänger einer großen Metalband. Sorry Leute, da müsst ihr jetzt durch. Da kenne ich mich halt am besten einfach aus. Nehmen wir eine Band, die ich momentan viel höre. Bad Omens. Klar, stilistisch wird immer viel verglichen, aber der Sänger nennt beispielsweise Einflüsse wie Linkin Park, Deftones oder Disturbed. Interessant. Das heißt, Bad Omens bringt also ihr eigenes Stück Musikkunst in bestehende Stile von Linkin Park, Deftones oder Disturbed. Das ist lustig, weil es genau das ist, was die KI auch macht. Einen gewissen eigenen Wert auf bestehende Werke oder auch eine Mixtur von Werken draufzugeben. So entstehen ganze Genres. Ist das was Schlechtes? Naja, bislang war es zumindest nicht so. Nichts hält mich jetzt davon ab, auch Linkin Park oder Deftones zu hören oder Musik zu machen, die sich ähnlich anhört wie Linkin Park oder Deftones. Die Betonung liegt auf bislang. Denn die KI hält uns jetzt gerade einen Spiegel vor und fragt uns, was genau ist eigentlich Inspiration? Ein anderes Beispiel, ich kann programmieren. Sagen wir, ich kann in der Sprache Python programmieren. Wo habe ich das her? Von anderen Programmierern der Sprache Python. Trotzdem hat der Code, den ich schreibe, ein Urheberrecht. Ich habe ein Recht darauf, dass niemand meinen Code einfach nutzt, außer ich lasse das zu, wie in meinen 1000 Tutorials, die ihr gratis auf meiner Academy sehen könnt. Jetzt wird's aber lustig. Habe ich damit das Urheberrecht meiner Mentoren verletzt? Das Urheberrecht meiner Professoren? Das Urheberrecht der Menschen, deren Bücher ich gelesen habe? Ich frage hier nochmal, was ist eigentlich Inspiration? Schreibt mir mal eure Vorstellung davon in die Kommentare. Eine mögliche Definition. Unter Inspiration versteht man den Prozess, bei dem man geistig angeregt wird, etwas zu tun oder zu fühlen, insbesondere etwas Kreatives. Sie wird oft als ein plötzlicher Ausbruch von Kreativität, ein Gefühl der Erregung oder eine Idee, die einem in den Sinn kommt, beschrieben. Die Inspiration, jetzt wird es interessant, kann aus vielen Quellen stammen, zum Beispiel aus persönlicher Erfahrung, aus der Natur, aus der Kunst oder aus den Ideen anderer Menschen. Diese Definition wurde Ihnen präsentiert von der KI ChatGPT, natürlich gefaktenprüft. Besonders wichtig, die Quellen. Persönliche Erfahrung, die Natur, also Dinge, die geschaffen wurden und denen wir Urheberrecht absprechen.
Ihr erinnert euch. Oder eben bestehender Kunst bzw. den Ideen anderer Menschen. Unser eigenes Urheberrecht fußt also schon lange auf Dingen, die wir kombinieren und mash-uppen. Aber jetzt haben wir ein Problem. Die KI ist einfach schneller und besser darin, als wir, Dinge zu erlernen und dann Dinge daraus zu erstellen. Sie lernt potenziell nicht nur aus ein paar Künstlern, ein paar Bands, sondern aus allem Bestehenden. Ich zitiere mal GPT-4, der Nachfolger von GPT-3, welches derzeit hinter ChatGPT und Midjourney steckt, soll auf einem Großteil des gesamten Internets trainiert worden sein. Also quasi alles, was wir Menschen jemals geschaffen haben, denn die meisten Sachen sind mittlerweile digitalisiert und dort drin. Sie generiert also solche Bilder hier in Sekunden. Werfen wir einen Blick in die Zukunft, in ein paar Jahren vielleicht, könnte eine KI ein aktuelles Foto von euch auswerten und eure Stimmung erkennen. Dann auf eurem Geschmack, den die KI ja mittlerweile schon kennt, das können YouTube und Spotify heute schon ohne Probleme, ein individuelles Lied für euch erstellen und ihr freut euch einfach. Ihr setzt euch vor den Fernseher und bekommt eine Serie vollkommen ohne Produktionskosten, die genau den Inhalt liefert, den ihr unbedingt jetzt gerade sehen wollt. Und was übrigens heute schon geht, ihr setzt euch einfach an die Nachrichten und bekommt Inhalte, die von einer KI einfach abgeschrieben wurden. Es gibt Agenturen wie die Deutsche Presseagentur, kurz dpa, die für alle recherchiert und anschließend ihre Meldungen an zig Zeitungen verkauft. Einige sind dazu übergegangen, eine KI das Ganze nicht vollständig, aber teilweise schreiben zu lassen und dann guckt ein Mensch am Ende nur noch drüber und verbessert ein bisschen. Und auch Bücher können schon geschrieben werden und anschließend auch vertont werden. Von Vados. Kurz, unsere gesamte Medienbranche ist eigentlich gerade im Aufruhr. Doch nehmen wir an, unser gesamter Inhalt ist plötzlich von einer KI erstellt und perfekt auf euch abgestimmt. Was passiert dann? Nehmen wir an, ihr habt gerade richtig hart Bock auf einen Rap von Yoda. I'm a hacker. I'm a Jedi in the digital realm. I'm a hacker. Oder ganz genau gesagt, die KI sagt, ihr habt Bock darauf und bekommt das eben vorgesetzt. Diese Stimmung habt ihr ja aber nicht nur einmal. Ich persönlich habe eben häufiger dieselbe Stimmung, aber eben dennoch nicht immer Lust auf dasselbe Lied. Ich bevorzuge manchmal Dinge, die mich aus meiner Stimmung rausreißen, oder ich höre Musik, die mich darin hält. Was ich sagen will, wir mögen Varianz, das Unvorhersehbare, Neues zu entdecken und nicht immer denselben Rap von Yoda. Klar, ich kann ja einfach einen Zufallsgenerator mitlaufen lassen oder die KI erkennt, dass wir das wollen, aber eine KI erzeugt zumindest aktuell noch keine wirklich neuen Inhalte, also nicht echt neue Inhalte. Es bietet eine Art Mashup von allem, was es bislang eben gab in jeglicher Form. Und ich bin mal ehrlich mit euch, ich hätte niemals meine kreative Ader entdeckt, wenn ich nicht mit Midjourney so viel experimentiert hätte. Aber Midjourney schafft es nicht, neue, niemals dagewesene Werke zu erschaffen. Etwas, das noch nie in einem menschlichen Kopf vorgekommen ist, weil es nur auf genau diesen Dingen trainiert wurde. Stattdessen baut es uns ein Werk, so wie wir uns das vorstellen. KI ist auch hier im Endeffekt ein Tool, um zu erreichen, was wir uns in den Kopf gesetzt haben. Wirklich neue Experimente kommen aber derzeit noch von uns. Durch unsere Erfahrungen, die ziemlich individuell sind und die eine KI noch nicht ganz in sich hat. Das bedeutet aber meiner Meinung nach trotzdem, dass wir uns wirklich nicht nur, aber auch um Urheberrecht Gedanken machen sollten. Viele Jobs hängen an der Medienbranche und wenn plötzlich jeder einfach so ohne nachzudenken Dinge wie Musik produzieren kann, brauchen wir bessere Mittel als den TikTok-Algorithmus, um zu entscheiden, welche Werke Aufmerksamkeit und damit Geld verdienen und welche nicht. Meine ganz persönliche Meinung ist folgende: Wir nutzen schon längst KI in allen möglichen Bereichen. Wie mir mein Stimmtrainer übrigens gesagt hat, sind beim Mixing und beim Editing, beim Mastering von Musik überall schon längst KI im Einsatz. Beim Bearbeiten von Fotos ist längst KI von Photoshop oder gar euren Handykameras im Einsatz. Und auch beim Probelesen von Büchern oder Skripten nutzen wir KI bzw. Technik, um Schreibfehler zu identifizieren und die Formulierung zu verbessern. Trotzdem sind es unsere Werke, denn ich brauche die Idee dafür, das Geschick für die Umsetzung und die Technik für die Fertigstellung. Jetzt sind wir eben beim nächsten Schritt angelangt und die KI kann uns bei der Umsetzung unterstützen.
aber eben nur unterstützen. Trotzdem ist Code, den ich von einer KI überprüfen oder optimieren lasse, noch immer mein Code für meine Anwendung. Denn die Anwendung ist meine Idee. Ganz ohne ist das aber natürlich nicht. Deswegen würde mich hier eure Meinung brennend interessieren. Denn das, was ich euch gerade gesagt habe, ist meine Meinung. Und nur ein Ansatzpunkt. Es wären aber durchaus auch andere Lösungen denkbar. Eben beispielsweise einfach alles gemeinfrei zu machen, das von einer KI erstellt wurde. Das hätte allerdings in naher Zukunft schon ein gewaltiges Ausmaß auf die gesamte Kreativbranche. Und drum noch ein letztes Wort zu diesem Pullover hier. Das Bild, das ich mit Midjourney erstellt habe, war ein Cyberpunk-Remake meines Logos. Das heißt aber lustigerweise nicht, dass ich kein Urheberrecht drauf hatte, denn ich habe anschließend interpretiert, was mir die KI ausgespuckt hat, nämlich ein Auge, und habe mit meiner wirklich begnadeten Designerin das Ganze nochmal überarbeitet. Das heißt, sie hat selbst wirklich nochmal das Bild neu gemacht und demnach ist hier tatsächlich durchaus ein Urheberrecht drauf. Auch wenn es vermutlich eines der ersten Stücke Merch ist, das zumindest mit der Hilfe einer KI erstellt wurde. Ich hoffe, es gefällt euch, denn durch Merch unterstützt ihr auch meinen Kanal und natürlich auch die Entwicklung meiner Academy, wo ich mittlerweile wirklich ein vollständiges Studium an Informatikinhalten und noch ein kleines bisschen mehr anbiete. Aktuell bin ich noch an den letzten Themen, die ich nicht abgedeckt habe und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr der Academy als Lernplattform eine Chance gebt. Wir sind gerade noch am Ausbauen der Webinare, die ihr selbst übrigens halten könnt, um euch andere Inhalte zu erarbeiten. Kostenlose Kurse gibt's schon zuhauf. Und in den nächsten Monaten, das darf ich hier schon mal exklusiv ankündigen, werden für euch Quizzes, Übungsaufgaben und mehr dazukommen. Ich freue mich auf die Zeit mit euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.